Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Video. Wir sind Manja und Lotti, also Mutter und Tochter, und wir nehmen euch jetzt ein Jahr lang mit durch unsere Fahrt durch Europa. Genau, und an diesem Wochenende sind wir in Heiligendamm. Lotti ist da verabredet und ich nehme euch dann einen Tag lang mit und erzähle euch, wie die Idee überhaupt entstanden ist, wie unsere Pläne so ganz genau sind. Ja, und dass wir das überhaupt filmen, war die Idee meiner Schüler. Deswegen einen ganz herzlichen Gruß an die 10M an dieser Stelle. Okay. Na dann können wir los. Guten Morgen. Ich habe hier sturmfrei im Bus. Lotti habe ich gestern schon zu ihren Freunden gebracht und heute nehme ich euch mit, einen Tag lang bei allem, was ich so mache. Und außerdem erzähle ich euch heute auch, wie die Idee überhaupt entstanden ist. Also wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt hier in diesem Bus sitze und vorhabe, mit Lotti unterwegs zu sein. Und zwar war es so, dass ich, wie wahrscheinlich ganz viele andere auch, schon ganz lange davon geträumt habe oder die Idee hatte, mit einem Wohnmobil einfach so losfahren zu können und überall zu stehen, wo es schön ist, so lange wie man mag. Ich glaube, das kennen ganz viele. Das war, weiß ich nicht, schon bestimmt 10 Jahre so da der Wunsch. Und dann, wie wahrscheinlich das auch ganz viele kennen, während Corona, während der Pandemie, habe ich irgendwann morgens auf meiner Treppe gesessen und habe gedacht, Mann, das Leben ist doch eigentlich zu kurz, um jetzt noch ewig zu warten. Und ja, irgendwie war das so der ausschlaggebende Moment. Und dann war ich zu Ostern 2021 mit einer Freundin am Strand und die hatte ein Buch dabei von einer Vanliferin. Ich kannte bis dahin noch nicht mal den Begriff. Also Vanlife hätte ich jetzt überhaupt nicht gewusst, was das überhaupt so sein soll. So ein ganz dickes Ding und irgendwie war ich beeindruckt, dass sie so ein dickes Buch mit an den Strand schleppt und dachte, okay, da muss das ja jetzt irgendwie ganz spannend sein. Und dann habe ich auch angefangen, da reinzuschauen und war so inspiriert und dachte, oh, sowas geht, so können Leute leben, das ist ja verrückt. Ja, und irgendwie dachte ich, das ist so das, was ich auch gerne wollen würde. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Dann habe ich natürlich Lotti davon erzählt und die konnte sich das auch gut vorstellen, was ja jetzt nicht ganz so normal ist, vielleicht bei einer 14-Jährigen. Hat gesagt, doch, wir fahren dann da zusammen los nach der Schule. Ja, und so war eigentlich die Idee geboren. Vor 3 Jahren mittlerweile. Okay, ich kann euch vielleicht mal sagen, wie jetzt so eigentlich der Plan ist. Also, Anfang August fahre ich erstmal alleine los. Lotti hat da noch zu tun in Deutschland und kommt erst Ende September hinterher. Und dann fahre ich nach Südengland, bin da dann so ungefähr 4 Wochen, fahre dann zur Weinernte ins Burgund. Da war ich im letzten Herbst schon. Und dann treffe ich Lotti wahrscheinlich so Höhe Paris. Und dann fahren wir zusammen erstmal in die Bretagne und dann planmäßig immer an der Küste lang. Also so Spanien, Portugal und dann später über die Inseln. Mallorca, Sardinien, Sizilien nach Griechenland. Wollen wir unbedingt im Winter so in der Region sein. Und dann im Frühling wieder zurück über Italien eine ganze Weile und dann nach Südfrankreich und dann am Ende wieder zurück nach Deutschland. Also der Plan ist, dass wir dann im nächsten Juni, Juli wieder zurück zu Hause sind. Die Idee zu haben, überhaupt ein Sabbatjahr zu machen, war natürlich das eine, aber es dann auch wirklich umzusetzen, war ein ewig weiter Weg. Das erste war, dass ich vor 3 Jahren angefangen habe, mit meinem Arbeitgeber zu sprechen. Also ich wollte natürlich ein richtiges Sabbatjahr machen, das heißt Gehalt ansparen und das auch von Anfang an mit allen absprechen, für die es wichtig ist. Also nicht einfach irgendwie weg sein und aussteigen, sondern das ganz vernünftig planen. Ja, und als das klar war, ging natürlich die ganze Fragerei weiter. Ich wusste ja nur, dass ich gerne 1 Jahr lang unterwegs sein möchte mit Lotti, aber überhaupt nicht, wie ich das anstellen soll.
Die allererste Idee war tatsächlich, mit dem Zug zu fahren. Also ich dachte, wir kaufen uns irgendwie ein Interrail-Ticket nach dem nächsten und fahren dann so durch ganz Europa. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nicht so richtig gut gewesen wäre. Dann habe ich gedacht, okay, wir brauchen jetzt also irgendwie ein Fahrzeug. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe mir natürlich Wohnmobile angeschaut und Wohnwagen und habe aber auch gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig meins ist. Die sind zum einen ehrlicherweise viel zu teuer. Also ich hätte mir kein Wohnmobil für 80.000 Euro kaufen können, auch keins für 70.000. Und sie waren auch nicht so meins. Also ich wollte irgendwie ein Fahrzeug haben, das, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen charmanter ist und einzigartiger vielleicht. Und dann bin ich zufällig auf einen YouTube-Kanal gestoßen. Also ihr seht, manchmal sind die Wege auch ganz spannend. Und habe da ein junges Paar getroffen, das mit so einem Bus hier unterwegs ist. Oscar the Explorer, vielleicht kennt der ein oder andere den Kanal auch. Und die beiden hatten einen Düdo. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was ein Düdo ist. Dass es ein Düsseldorfer Mercedes-Bus ist aus der Baureihe. Das habe ich dann wie alles erst gelernt. Aber als ich die gesehen habe, dachte ich, okay, das ist irgendwie cool. So, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und dann habe ich Anfang September, ja, irgendwie so Ende August, Anfang September, habe ich einen Bus gesehen, auch wieder bei eBay Kleinanzeigen. Und irgendwie schon das erste Foto hat mich total angesprochen. Und dann habe ich das natürlich alles gelesen. Und am Ende war es der Bus, in dem ich jetzt hier stehe, der in Henstedt-Ulzburg stand, also in der Nähe von Hamburg. Und dann habe ich zu Lotti gesagt, entweder wir fahren da jetzt mal hin und gucken uns so ein Ding auch tatsächlich an, oder wir wissen überhaupt nicht, ob das was sein könnte für uns. Und dann sind wir an so einem grauen, verregneten Samstagvormittag, 4 Stunden oder irgendwie sowas in der Art, auf der Autobahn dahin gefahren, kamen da an, haben ihn gesehen und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich blende jetzt gleich mal ein paar Fotos ein, wie das ausgesehen hat, als wir da halt angekommen sind. Die Bedingungen waren eigentlich wirklich super schlecht, aber manchmal ist es so, wenn man es dann weiß man es. Und natürlich war der noch von innen in seinem ursprünglichen Zustand. Ich kann irgendwann auch gerne mal erzählen, was so die Geschichte des Busses eigentlich ist. Also der war natürlich noch nicht so, wie er jetzt aussieht, aber irgendwie war uns klar, mit dem geht's. Den können wir kaufen. Und dann haben wir völlig naiv natürlich gesagt, okay, dann kaufen wir jetzt mal diesen Bus. Und dann haben wir den abgeholt. Ich durfte ihn da ja noch nicht fahren. Ich hatte ja da noch keinen LKW-Führerschein. Das heißt, ich habe jemand anderen gebeten, der das dann durfte. Und plötzlich stand er dann bei uns zu Hause auf dem Grundstück. Und dann hatte ich einen Bus gekauft. Ich reise jetzt gleich nach Kühlungsborn. Da war ich ewig nicht und da soll heute ein Salsa-Festival sein. Bueno, sí. Camina. Rico, rico, rico. Y como dice mi coro que sigue ahí. Escucha mi salsa buena, abre la ventana. Escucha. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Escucha mi salsa buena. Ja, den Bus zu kaufen war natürlich das eine. Und als ich ihn dann auf dem Hof hatte, war das Erste, was ich gemacht habe, ihn erstmal auf Herz und Nieren prüfen zu lassen. Wie gesagt, ich habe ihn ja relativ blauäugig gekauft. Also es hätte jetzt auch wirklich sein können, dass da ganz große Roststellen sind, die ich einfach nicht gesehen habe. Zum Glück war das nicht der Fall. Ich bin mit dem zu den Bus Maniacs gefahren. Die Düdo-Besitzer unter euch kennen die wahrscheinlich, die Maniacs, nördlich von Berlin, in der Nähe von Neubrandenburg. Und die haben ihn sich in aller Ruhe angeschaut. Ich durfte auch mal mit in die Grube und auch mal mit drunter gucken und habe dann gesehen, dass es wirklich alles im grünen Bereich ist. Als dann klar war, dass das Fahrzeug an sich funktioniert, habe ich angefangen, auch innen was zu machen. Der war von innen
in einem Ausbauzustand, der 30 Jahre alt war. Das heißt, es war sehr viel grau, es war Eiche rustikal verbaut und ich wollte gerne, dass der hell ist und freundlich und weiß und einladend. Also habe ich gleich erstmal angefangen zu streichen und habe geschliffen und gestrichen und habe die Oberschränke, habe die neue Füllungen verpasst und mittlerweile bin ich total glücklich, wie das alles so aussieht. Also das war Schritt 2. Schritt 3 war, dass ich einen LKW-Führerschein machen musste. Denn mein Bus ist zugelassen auf 4,6 Tonnen. Ich darf nur 3,5 fahren. Ich bin tatsächlich genau ein Jahr zu jung. Und ich habe mich da eine ganze Weile davor gedrückt, weil ich immer dachte, vielleicht ändert sich da nochmal was. Aber das war nicht der Fall. Das war ein ganz schöner Angang. Also wer im Erwachsenenalter nochmal einen Führerschein gemacht hat, der weiß, wovon ich spreche. Du musst die komplette Theorie nochmal machen mit Prüfung. Dann musst du die Praxis machen mit Prüfung. Und man lernt da ja die komplette LKW-Technik. Also sämtliche Assistenzsysteme, Bremssysteme, das volle Programm. Mein Bus hat noch nicht mal eine Servolenkung. Also es war so, wie mache ich das hier eigentlich überhaupt? Aber am Ende habe ich dann im letzten Sommer den LKW-Führerschein bestanden. Und seitdem fahren wir wirklich auch richtig viel mit ihm umher. Wir waren dann in den Niederlanden noch gleich für eine Woche und seitdem wirklich in den Herbstferien in Frankreich und dann immer mal am Wochenende. Also wir sind im letzten Dreivierteljahr noch mal so richtig zusammengewachsen, der Bus und ich. Ja, hallöchen. Ich bin jetzt auch wieder da von meinem Wochenendtrip und bin gerade wieder im Bus angekommen, habe schon ein bisschen was gegessen und ja. Genau, wir haben jetzt noch so ungefähr einen Monat, bevor es wirklich losgeht. Und in der Zeit muss natürlich noch eine ganze Menge passieren. Also unsere Wohnung ist jetzt schon untervermietet. Das heißt, es ist klar, dass wir dann auch wirklich das ganze Jahr nicht zurück nach Hause kommen können. Und dann müssen wir in so ungefähr, weiß ich nicht, 2 Wochen, 20 Tagen anfangen zu packen. Ja, packen ist ein bisschen mein Grauen, weil ich glaube zum Beispiel, dass mein ganzes Gymzeug da nicht mit reinkommen wird. Deswegen muss ich mich jetzt schon mal von ein paar Sachen trennen. Das wird auf jeden Fall ein bisschen die Lebenskrise werden, aber bin da ganz optimistisch, dass Mutti mir bestimmt noch einen Schrank abgeben wird. Ein Schrank, wir haben nur 2. Ja, also, wenn ihr sehen wollt, was da am Ende wirklich draus wird, dann folgt gerne dem Kanal. Wir nehmen euch mit bei allen Höhen und Tiefen. Mal gucken, was das so wird mit uns. Bin optimistisch. Ja, genau, ich auch. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir packen. Tschüss. Tschüssi. Ey, YouTuber sein ist auch nichts. Ja. Okay, warte mal, wir schneiden das mal.